Okay, und weiter geht's mit Eastshade. Bin ich mal gespannt. Ich hatte ja zuletzt Optimismus, wo das Spiel es geöffnet hat, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr Spaß habe, als das jetzt am Anfang der Fall war. Der mich ja nicht so begeistert hatte bisher. Schauen wir mal. Erstmal diesen Weg lang und vielleicht pflücke ich lieber wirklich erstmal keine Sachen hier. Der nach nah war, das hatte ich jetzt auch erwartet. Mal hier für mich ein bisschen den Ton leiser machen. I'm pretty busy if you couldn't tell. Got all these trails to maintain, tourists to wrangle, animals to nurture, plants to relocate. I'll be lucky if I ever get to take another break in my whole life. Well, thanks. I guess that's nice to hear. Although I don't see how you could know that. Oh, and I've also got to go rescue a stupid water fox. As if I didn't already have enough work to do. They're aquatic rodents, essentially. Like to live in watery caves. People think they're adorable, but in my opinion, they're just wretched. My responsibility here is maintaining the trails. That's why I was hired. These water foxes are a huge thorn in my paw, and they distract me from my real tasks. My partner was the one who took care of the water foxes. Now he's gone, and I have no idea to handle these animals. I've been trying to trap one all day. Tried every type of bait under the moon. He wanted to see the world. I don't blame him for that. But he could have at least left some instructions for taking care of these hard animals. One of them mangled his foot, and I was trying to administer some salve before it gets infected. I've already wasted so much time trying to catch him. I really can't spend another day on this. I think it's officially a lost cause. Yeah, he'll probably die. And his kits won't last long without him either. I guess it's sad, but the trails need maintenance. I'm not really supposed to let visitors get so close to the wildlife, but I guess it doesn't matter at this point. The water foxes are living in a cave, not more than 100 paces from me. Okay. City folk. It's like they've never seen a trail before, always trampling through the foliage like animals. Jetzt frage ich mich, ob dieses Like Animals, wo das ja hier Tierwesen sind, das macht irgendwie auch nicht wirklich Sinn, oder? Also ich glaube nicht, ich glaube, das war einfach unüberlegt getextet, oder? Weil das ist ja schon von ihm negativ gemeint, wie wir das heute aussagen, von wegen, die benehmen sich wie Tiere. Weiß ich nicht. Also, wenn das Spiel bisher irgendwie gefühlt ein bisschen cleverer und so wäre, würde ich denken, das ist Absicht. Aber hier habe ich schon das Gefühl, das ist doch eigentlich Blödsinn, dass ein Bär mir sagt, die benehmen sich quasi, laufen hier rum wie Tiere. Also ich glaube nicht, dass das hier mit einer gewissen Ironie gemeint ist. Vor allem macht das Sprichwort ja in einer Welt, wo Tierwesen leben, weiß nicht, irgendwie auch wenig Sinn. Ups. Oder sind für uns jetzt hier nur die, sag ich mal, die normalen Tiere, die nicht sprechen können, Tiere. Aber na gut, ich interpretiere es mal erstmal so. So, gehen wir mal zu diesem Haus hier. Falkenhorst. Okay, was ist auch so eine Art Unterkunft hier? Auch hier kann ich locker Sachen klauen natürlich. Welcome to the Castrol's Eyrie, providing a warm bed for travelers and tourists for just 2 glowstones a night. Are you in need of a room tonight? So, dann werde ich nicht nach Hause gebeamt, sondern nur hierhin, oder wie? You might have met my old friend Nika. She runs the inn over there. We used to get into a lot of trouble together. Ja, die kenne ich. It's a shiny kind of place. You heading there now? Nein. I heard there's an arts supplies store. Seems like something you might like. Die Fische des Feldstromflusses, die Schuppen der blauen L-Ritze wurden früher zu Pulver zermahlen.
um es als tiefblaues Pigment für Farben zu benutzen. Diese Fische fressen nahezu alles abgesehen von anderen Fischen und wurden dabei beobachtet, Pflanzen und Eier zu verspeisen. Die Mutod-Forelle oder Donnerforelle springt mit hoher Geschwindigkeit aus dem Wasser, um anschließend wieder hinunter zu krachen. Vermutlich fängt sie auf diese Art Fliegen. Allerdings scheint sie diese Bewegung auch zum Spiel und Zeitvertreib zu nutzen. Wenn ganze Schwärme der Donnerforelle gemeinsam springen, kann das daraus resultierende Beben noch an Land gespürt werden. Donnerforellen leben in Flüssen und fressen bevorzugt blaue L-Ritzen. Okay, das ist das Grüne. Jetzt kommt wahrscheinlich noch was, das so Rote da ist. Auch hier. Wieso ist das Bild nicht auf dieser Seite von dem Fisch? Das ist doch wahrscheinlich wieder eine Lokalisierung, da ist es länger geworden. Ja gut. Okay, aber es ist halt irgendwie... Naja. Zieht sich halt so durch. Dieses Roughe. Wenn das jetzt ein deutsches Spiel wäre oder so, oder ein französisches, wird man da schnell wieder Eurojank sagen. Na gut, das war glaube ich eher in den 90ern. Egal. Also... Der staubzügige Sandfisch schluckt große Mengen Schotter, was ihm erlaubt, schwer und ohne Auftrieb im Flussbett zu liegen. Er jagt Donnerforellen, indem er vorbeikommende Exemplare mit Sand bespuckt. Die desorientierten kleineren Fische schluckt er sodann zusammen mit dem ausgespuckten Sand. Ein bestimmter Sandfisch ist in Eastshade zu besonders schlechtem Ruf gelangt, weil er eine Plage für Bootsfahrer und Fischersleute ist. Andere nennen ihn Großväterchen. Er wurde mehrfach beobachtet, wie er Verwüstung im Senkwaldsee verursacht hat. Also die Sandfische... Ich gehe jetzt hoch, ne? Aber die Markierung, also schließen kann ich markieren, wenn ich jetzt hochgehe, müsste doch eigentlich der Pfeil... Hä? What the fuck? Das ist kaputt, der Link zurück ist kaputt. Man hört, dass der Sound immerhin kommt, aber so weder ist das Dreieck hier markiert, noch... Ich habe gerade davon gesprochen, dass das Spiel so janky ist und alles. Und 10 Sekunden später kommt das hier, wo ich nicht zurückblättern kann. Aber der Sandfisch frisst offensichtlich die Donnerforellen. Die Donnerforellen fressen die sind die L-Ritzen. Ja. Ja, es ist ein Indie-Spiel, ich weiß, aber ich habe auch zuletzt, ich habe sowas gespielt wie das Adventure Cleo zum Beispiel aus Deutschland. Und da habe ich nicht alle paar Minuten das Gefühl, irgendwas ist hier janky und glitscht und funktioniert nicht richtig. Ich meine, gut, das ist ein 2D-Adventure, das hier alles ist 3D, das ist sicherlich komplizierter, aber ja, wenn man es, weiß ich nicht, da hat man sich vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen auch. My great-great-grand... Achso, sorry, ich bin da schon ganz hier neben mir. Ich habe ja mit dir schon geredet. Die Musik ist gut. Fällt mir gerade wieder auf, das muss ich sagen. Okay, hier kommt man... Okay, da komme ich nur rein wahrscheinlich, wenn ich übernachte. Und das ist die Toilette, oder was? Was ist das hier? Nee. Aus irgendeinem Grund darf ich in dieses Zimmer hier rein. Achso, hier ist jemand. Wer bist du? By trade, I am a cartographer, but unfortunately my productivity is down at the moment. I have run out of ink. It'll be a while before my shipment comes in. Okay. You're around here, right? I'll bet you could use a map of Eastshade. Oh, ja. If you'd like one, I have an extra print here I can give you. But in exchange, I'm wondering if there's something you can do for me. Ja, natürlich. As I mentioned, I'm running low on ink. If you find me 4 inky cap mushrooms, I'll give it to you. That would be grand. Last time I went inky cap foraging, I got trapped in a conversation with the park ranger. He's rather obsessed with trail making, isn't he? He gabbed about it for nearly an hour. A beautiful city, and very straightforward, cartographically speaking. See you. Kann ich hier auch was klauen? Nee, schade.
Okay, da wir jetzt schon hier hochgelaufen sind, laufen wir einfach mal jetzt stumpf diesen Weg hier weiter. Oh, der hört hier langsam auf und wird zum kleinen Trampelpfad. Naja, okay. Schon hohes Gras. Ich dachte schon gerade, ich wäre in der Ducke, aber gar nicht so. Was haben wir hier? Ein Ei? Ja, oder ist das so eine Pilze? Ne, das sind Eier. Was genau ist denn das? Oxitare-Eier. Die riechen irgendwie komisch. Da steht jemand. Am Strand. Warte mal, ich sollte ein Bild vom Strand machen. Warte mal, wie hieß das hier? Was mit... Na, egal. Oh, hello. I'm not really in the mood to talk with anyone. Allem. Okay, dann nicht. I lost something really important. It was like the key to everything. I just can't believe I lost it. My amulet. I don't know how this happened. I just wanted to look at it, but now it's gone. Sorry. I don't feel like chatting right now. Kein Thema. I don't feel like chatting right now. Außer mir von deinem verschwundenen Medaillon oder was das war zu berichten. Was ich, also... Das Spiel fühlt sich auch ein bisschen an wie so ein Rollenspiel, was nur aus Fetch-Nebenquests besteht, ne? Irgendwie. Bringe mir 4 Pilze, suche mir mein Medaillon. Mach jetzt erstmal diesen Strand hier. Ich hoffe, es ist okay, wenn der Typ dabei ist. Also erstmal eine Leinwand malen. Da ist Strand drauf jetzt, oder? Ein Blütenbeutelfloß aktualisiert. Ja, genau, der war doch... War der das? Wenn ich ihm einen Sandstrand male. Okay, ich habe ohne einen Sandstrand gemalt, sollte ihm das Bild bringen. Das ist nett, dass das jetzt geupdatet wird. Was habe ich ja noch offen hier? Die sind ja alle offen. Annika, eine Frau, die südlich des großen Baumes lebt, hat besonderes Interesse an einem Vogel mit einem bestimmten Ruf geäußert. Ein Parkwächter nahe des großen Baums hat mir von einem... Warte mal, der große Baum? Den soll ich auch malen. Hat mir von einem verwundeten Wasserfuchs erzählt. Das Tier braucht Hilfe, aber er schafft es nicht, es anzulocken. Tinte für die Kartografin. Eine Kartografin, die im Falkenhaus übernachtet, hat mich gebeten, ihr 4 Tintlinge zu bringen. Ein Mann am Strand hat im Wasser sein verlorenes Amulett gesucht. Scheint ihm wirklich wichtig zu sein. Aber da dürfen wir wahrscheinlich nur wieder ganz bisschen rein, wenn überhaupt. Ja, hier ist die Invisible Wall. Wenn wir hier ein bisschen am Strand lang gehen, solange es hier halbwegs gut begehbar ist. Ah, das ist ein anderer Weg. Mal gucken, wo der Weg hier hinführt. Auch nochmal wieder ein Schiffswrack. Ah, guck mal an. Eine Treppe. Was haben wir hier? Was ist das? Schweres Schilf. Nützlicher als normales Schilf, okay. Na gut, hier brauchen wir wahrscheinlich irgendwie nachher Sachen, mit denen man schwimmen kann. Um hier dann irgendwie vielleicht nur auch rüberzukommen oder so. Ich gehe aber jetzt nochmal diesen Weg hier weiter, auch wenn ich weiß, dass ich dann mich tendenziell wieder eher zurückorientiere. Aber... Wow. Ah, eine heiße Quelle entdeckt. Oh, da kann ich dran sitzen. Ah, das könnte mir nachts helfen, ne? Da könnte ich hier bleiben. Der Wasserfall sieht nicht sehr gut aus, muss ich leider sagen. Aber gut, das hatte bei einem Indie-Spiel jetzt auch nicht
zu sehr jetzt die Grafik an sich kritisieren. Denken ist was anderes, finde ich. Ne? Also sauber darf ein Spiel, finde ich, trotzdem sein. Das muss natürlich jetzt nicht aussehen wie ein Assassin's Creed, wenn es nur von 2 Leuten kommt. 2,5 mit Musiker, soweit ich weiß. Ja, dann gehen wir einfach hier durch. Wenn wir hoffen, dass man dann hier irgendwelche Pflanzen oder irgendwie sowas vielleicht findet, die man sammeln kann. Was ist denn das da oben? Zelte? Jo. Nochmal ein Fischer wieder. Such a nice place to relax, this. I come here often. It's a nice, quiet place to write music. Hey, do you want to hear my latest tune? Okay. It's not easy to play a string instrument with talons, you know. But what I lack in finger ability, I can make up for with my fine bird pipes. I dream thy feet upon the shore, sitting by the sea, and the moon, the ocean, stole your light unto thee. I dream of the lake beneath the stars, fish are by the stream, and its arms rolled above me. In the shade I lie in the tree. I dream and I long. Oh, dafür habe ich Inspirationspunkte bekommen. Well, that's the song. Ja, okay, Thanks war for nett. listening. What'd you think? War nett. Well, that's not the worst feedback I've ever gotten, that's for sure. Ja, okay, aber das wollte jetzt auch nicht gleich. Das war jetzt auch nicht das Meisterwerk, was ich jemals gehört habe. Okay, warte mal, ich bin doch in der Ducke, ne? Ja. Oh, was war das? Randkraut. Stachelig und zackig. Ah, da sieht man schon, da ist das ein Lava? Aber, ach, war das der Weg, den ich runtergekommen bin? Könnte sein. Weil das irgendwie immer alles stand, das war bei einem großen Baum. Das wäre ja dann zu denken, den soll ich einmal malen. Das kann ich ja dann gleich auch einmal tun. So, hier ist irgendwo der große Baum. Ah, da. Ja, okay, das stimmt. Aber ich bin auch so abgebogen, deswegen habe ich ihn nicht so richtig gesehen. So, aber dann... Ach, warum denn das jetzt? R1, L1, irgendwie... Wo ist denn jetzt wieder Bild 1 geblieben? Wieso ist das jetzt... Ich verstehe dieses Spiel nicht. Das war vielleicht auch wieder ein Bug, ich weiß es nicht. So, es kommt aber keine... Warte mal, Bilder zum Andenken an Mutter. Du hast eines von Mutters Lieblingsorten gemalt. Um es sicher zu halten, bewahre Andenken im Gemäldemenü. Okay. Das heißt auch, hoffe ich, wenn ich jetzt hier, hier hingehe. Achso, ne, wo?
Ah, links, okay. Aber das markiert. Der große Schattenspender. Jetzt chillt hier nur, mit euch kann man nicht reden, okay. Ah, das sind so eine Pilze, oder? Findling, ja. Dann suche ich hier mal vielleicht ein bisschen weiter, vielleicht gibt es ja hier dann noch ein paar mehr davon. Meine Eier. Frisches Kraut. Mann, ohne Ende Eier. Ich will eigentlich eher diese Pilze finden. Jo, hier kommen wir jetzt aber nicht so easy rüber. Da ist aber wieder ein Haus. K&K-Apotheke. K&K? Die K&K-Monarchie? Welcome to K&K Apothecary, the finest source for all your medicinal tincture needs. If you hear of anyone looking for an apothecary, send them our way. Auch Wasserfüchse? Really, just send anyone our way. It's been so long since we've had a single customer. Wieso wird hier niemand krank? Oh, mit dir. Welcome to K&K. Oh, really, just send anyone our Okay. way. Nee, kannst du nicht It's been erzählen? so long since we've had a single customer. Schau euch mal kurz eure Kerzen, ne? Ist okay. We've got the best herbs and potions in all of Eastshade. Tell your family, your friends, and random acquaintances to come here for all their apothecary needs. Okay. Aber so richtig reden kann ich mit euch nicht, offensichtlich. Das klaue ich euch auch kurz, ne? Habt ihr nichts gegen? Danke. Ah. Der Pilz, sehr gut. Oh, was haben wir hier? Erstmal das hier. Stoff, Holz, Holz, Stoff. Hier angeln. Kannst du hier heute Nachmittag auf den... Kannst du die heute Nachmittag auf den Markt bringen? Bitte öffne dieses Mal nicht irgendwo ins Gebüsch. Ich werde nicht dafür bezahlt, wenn man hier eine Strafe aufbrummt. Oh. Jetzt wird's bald hier erfrieren. Warte mal, vielleicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich in das Haus gehe, wo ich eben war. Wie spät haben wir es denn? 18:32 Uhr.
Dann bin ich ja innen drin. Dann sollte mir eigentlich nicht zu kalt werden, oder? Aber bestimmt geht das nicht. Weil ich das Spiel will, dass ich in Hotels übernachte oder in Zelten oder so. Aber nicht irgendwo bei irgendwelchen anderen Leuten, obwohl es da ja eigentlich nicht so kalt sein dürfte. Oh, hallo. Beautiful place to come and think, wouldn't you say? Dann sind die Figuren oft ein bisschen dunkel beleuchtet, ne? My husband liked to come out here and fish. We spent many nights camping here in the Blushwood. But now old Pops is doing his best to tarnish my fond memories. Nee, das ist der Fisch. Grandfather, goodness no, traveler. Old Pops is a fish, the biggest fish in the lake. What didn't he do? This fish has haunted my dreams for, what seems like ages. Old Pops, that evil fish. He has it out for me, I'll have you know. I was out on the boat with my husband, Farid, an anniversary camping trip, when old Pops leaps out of the water and snatches my wedding ring right off of my finger. It's not the first time he's pulled something like this. He's taken glowstones and bracelets. Sneakiest thief on the islands, that fish is. Okay. Well, some of those folks might be trying to cover up the fact they misplaced their precious items. It's easy to blame it on a fish. But he really did eat my ring. Mm-hmm. People round here talk about old Pops like he's some sort of magical fish with healing properties or some nonsense. They say when you stare old Pops straight in the eye, he conjures an image of what you want most in this world and makes that thing seem real to you, as real as day. Say, what would old Pops make you think of? What do you treasure most? Adventure? Painting? Puh. Das Wichtigste ist schon Familie am Ende, oder? That's admirable, traveler. Most important thing in the world. My Farid. What would I do without him? That's enough reflecting for the time being. You and I, people of action. I don't suppose you'd be willing to help me get my wedding ring back? Of course, of course. He's a big old fish, but you're strong. Will you get that ring for me? Also mir ist dir aufgefallen, dass jetzt eben sie uns als Menschen bezeichnet hat, wobei das ist die Übersetzung war. Sie hat von People gesprochen und jetzt nicht von Humans. Naja. Excellent, excellent! Old Pops, better watch out! Our new traveler friend is a-comin' for ya! Jetzt bin ich wieder weiblich. You got a fishing pole? You're not gonna be catching old Pops without one. Maybe not even with one, that floundering foe. No doubtin' you could find one in Nava if you've got some glowstones to spare. Don't know too much about him, other than he's a big one. Bettin' he's a sandfish by the size of him. You stay careful round old Pops, you hear? He has it out for us, especially boaters and fisherfolk. Sollen wir mit dir noch über andere Sachen reden? That old Pops, he's a-comin' for you. No ring, traveler? Hop to it, I'm counting on you to set things right in the sea. Okay, gut. So, jetzt will ich mal schnell zu dem Haus zurück. Was haben wir denn hier? Wo? Wird irgendwie ein bisschen falsch. Mondsichel-Dings. Scheiße, wo? War doch am Fluss. Ich musste doch eigentlich nur dem Fluss hier folgen. Dinkwaldfälle. Okay, oh, was haben wir da? Nix. Ah, voll verlaufen jetzt hier. Shit.
Oh nee, doch, das ist gut. Da ist das Haus auf der anderen Seite mit der Wassermühle. Dann komme ich vielleicht da gleich noch an. Komm, noch ist mir nicht kalt. Wie haben wir es denn? 19:06. Ah, Viertel nach wird einem kalt, ne? So, bin bei euch in der Apotheke. Warte mal, falls ich die Tür noch zumachen. Geht das nicht? Wieso wird mir jetzt hier kalt und euch nicht? Ich bin noch bei euch drin. Ich meine, die Tür ist auf, okay, aber... Ach, das... Ich meine, mir war ehrlich gesagt was nicht klar, weil das vom Spieldesign so, dass wirklich mehr Sinn macht. Aber immersionsmäßig macht das keinen Sinn, wenn ich in der Apotheke bei den beiden bin. Die chillen da rum und mir wird natürlich wieder voll kalt. Achso, warte mal, das ist natürlich noch so spät. Ich muss mal die Zeit jetzt vordrehen. Ey, hier geht's auch nicht mit dem Zurückblättern. Fuck, ey, das haben sie nicht hingekriegt. Anscheinend geht das nirgendwo, glaube ich, langsam. Wie viel von den Pilzen habe ich eigentlich mittlerweile? So, was war hier? Ein bitterer Fisch. Sie erwähnt, dass Großväterchen ein Sandfisch ist. Ja gut, irgendwas hat sie gemeint, na, war eine Angel oder was soll ich da finden? Ich habe keine neuen spannenden Themen, oder? That painting of the eclipse is lovely. Is it for me? Oh. Habe ich einen Eclipse gemalt? I bet Sandra put you up to this. Ah, this is lovely. You're too kind. I'm going to hang this in the room upstairs. Na gut, dann gebe ich ihr das mal. Ich kann den Baum ja nochmal malen. Okay. Aber es war keine Quest, ne? Das war nur so ein Nebending. Ja, nee, das habe ich alles schon. Kann ich alles schon? Take care now. Achso, wollt ihr eigentlich gucken, wie viele Pilze ich habe? 3, ja, das hatte ich auch gedacht. Ich meine, es ist doch ehrlich gesagt, dieses System, man zahlt einmal, hat eine lebenslange Übergangsrecht. Ich meine, wer soll das kontrollieren? Angenommen, ich wäre beim ersten Mal rübergegangen, jetzt kann man sagen, er ist ein Polizist, aber ich könnte ja immer sagen, doch, ich habe schon gestern hier bezahlt. Naja, also auch sehr künstliche Spielweltbegrenzung, die sich nicht wirklich, finde ich, richtig im Spiel erklärt. Also notdürftig. Achso, ich kann ihm jetzt das Strandbild noch geben hier. Gleich. Ja, warte mal, ihm oder wer von beiden war das nochmal? What a lovely sandy Ah ja, beach you've genau, painted. Would you be willing to give it away for the opportunity to learn? Ja. This is splendid. It will be the prized piece of my sitting room. Now, here's how to make twine. Mind the plants underfoot. Okay, jetzt habe ich... Jetzt kann ich... Ah, nein. Quatsch. Wo war das hier? Baumenü. Nein, jetzt habe ich... Ach, ich habe jetzt direkt wieder eine Leinwand gemacht. Okay, hier muss ich hin. So, und hier... Habe ich gesehen, wie man Schnüre macht. 4 Stück braucht man davon, habe ich ja mega viel von. Und fehlt nur noch Dichtmasse. Dafür brauche ich 2 Schnüre. Mache ich erstmal... Nochmal 3, da habe ich noch eine Schnur über. So, es fehlt nur noch die Dichtmasse für den Floß. Hier geht nichts Neues, ne? Well, as you laugh.
Die darf man nicht pflücken, habe ich gelesen. Das sollte jetzt erstmal sein. Schön mit dem Kopf vom Bären nur. So, was habe ich das immerhin wieder? Nein. Einen so einen blöden Pilz noch. Na gut, hier finde ich jetzt ja kein Pilz. Oh doch! Oh, warte. Jetzt, wo war das denn nochmal? Ich war in dem Haus da oben, oder? Bin gerade unsicher. Ich meine. Ja, das wäre hier oben dann. Have you by any chance found those inky caps yet? Yep. Great. I've just put the final touches on your map. I hope it serves you well. Ich hoffe auch. See you. Ach, hier unten ein neues Ding. Wow, okay, das ist ja noch eine große Welt hier. Falkenhorst? Bin ich jetzt gerade, ne? Glaube ich. Wo ist denn das? Da, warte mal. Ne, da ist Altlindow. Ach, das ist hier gedreht quasi von. Okay, ich muss so rum. Hier ist die Brücke gewesen. Bin ich so gelaufen, dann bin ich da hier rechts lang. Ja, ich glaube, hier ist der große Baum. Aber K&K-Apotheke. Was haben wir da? Westliche Wälder. Oben Tiffmoor-Klippen. Ah, die soll ich auch mal, das weißt du noch. Ruhelose Gipfel. Okay. Aber ich will noch mal kurz gucken. Kann ich da mich jetzt beamen? Wenn ich jetzt angenommen, ich sage jetzt hier Falkenhorst. Nee. Man kann diese Dinger nicht anklicken oder so. Zumindest bisher nicht. Vielleicht gibt es sowas ja später. Das ist Nava da hinten. Bin mir sehr sicher. Man sieht auf der Karte nicht, wo man selber ist, ne? Nee. Aber ist auch okay. Das ist ja auch realistisch, dass man sich das selber ein bisschen erarbeiten muss. So, bei Nava können wir dann gleich die Sache hier machen mit dem komischen Traubenplätzchen. Statt Erdbeerplätzchen oder was das war. Oder Erdbeerbeutel. Need a lift?
Achso, du bringst dann wieder das Ohren zurück. Nee, brauche ich nicht. Drei, dann. Ah, yes, a newcomer. May I see your reference letters, please? Was? I'm afraid if you're seeking passage into Narva, you'll need 3 reference letters from citizens of Eastshade, signed and sealed. Well, you need to find people who are willing to vouch for your character and writing. Since you're a newcomer, you'll have to make some friends in the country. Will that be all, then? It hasn't always been this way, but lately we've been getting more newcomers than usual. We don't want to be unwelcoming to new folk, but we are trying to have some measure of security. Mhm. Be all, then? Be all, then? Stay safe now. Okay. Zutritt verboten. Aber ist es jetzt ein neues Thema eigentlich? Das It comes. It may be the fiercest Eastshade has seen in 100 years. The signs are all around us. You must find shelter. Death. It is death. I must go. Be safe, traveler. Ignore him. He says that every time it rains. Stop scaring the tourists, Grandpa. Lass mal den Steinweg weiter lang. Regen. Okay. Anjas Haus. Ach, das ist hier, da war ich in, hier war man in Leaving Lindau. Aber hier darf man das nicht spielen. Warte mal. Versuch gerade die Melodie aus, die man spielen musste in Leaving Lindau hinzukriegen. Jetzt konnte man da die Sachen anklicken. Jetzt muss ich hier erstmal gucken, welcher Knopf was ist. Ja. Das war's. Ich hab mich erinnert. Ich kann mich jetzt hier weg. Okay, mit Start. Why, hello, friend! Glorious day, wouldn't you say? What an incredible day to be alive!
I see you're a traveller, swept in from some distant land. How enchanting! Ah, marvellous place, Eastshade. The only trouble is, traveller, the little mice. The little mice. You see, they've taken a liking to my garden. Not sure how they eat so much when I'm not looking. Must be bigger than I think. I'm standing guard, but it's not working. Somehow they're getting past me. Must be while I'm sleeping. Not that I mind, really. I'm glad they have a proper meal. But how I dream of cooking up a proper stew. Vegetable, of course. Can't have a good stew without an assortment of the finest crops, eh? Tell you what, bring me 7 sticks so I can finish my fence. Just may do the trick against these crafty carrot eaters. Of course, I never let a friend journey off. Ja, 7 Stücke sollte ich wohl locker haben. Their pocket. How's 10 sound? Oh, isn't that perfect? I knew it was a good thing we met, traveller. Of course, I appreciate your help. Nothing wrong with running around picking up sticks, just don't forget to get lost once in a while, eh? And look around you, smell the roses. Oh, listen to me, I sound like an old-timer. Refreshing to hear someone say it other than myself. I'm sure the polite nature of Eastshade folk has a reputation far and wide. No chance someone would wrong another. Anyhow, thanks for getting these sticks for me. It's a full-time job standing guard. Why don't you come back in a day's time? That'll give me time to patch up this fence and see how it does against the little mice. See you soon. Ja, dann habe ich jetzt auch 10 Währung bekommen. Ich hoffe mal. Erstmal wieder Kerzenwachs geklaut. Bist du Clara? Oder wer bist du? Come on in. Care for some tea? Or maybe a mead? Here you are, then. Nothing like a refreshing cup. I don't think I've seen your face before. Are you from out west? Ah, okay. I thought you might be from out west. I haven't met many Westerners. I was born and raised in Narva. I really wish more Westerners would come through this way. Ranja. I really want to ask them about the drumming. Ranja war doch auch da, die Freundin damals von Clara. Die, glaube ich, hier... die auf der Akademie auch war, glaube ich, und so. Have you heard the drums at night? I was just a child the first time I heard the drumming out in the Blushwoods. My best friend and I used to play out here a lot. We even found a drum once. Wish I could look at that thing, but it seems to have disappeared. Ever since I moved out here, I've only heard the drumming late in the night. Some nights I hear it, others I don't. Doesn't seem to be any pattern. I like the music. It's captivating. In fact, it's almost bewitching. But I've always been bewildered as to its source. I figure it must be some westernly folk thing. Maybe the farmers from the Teethmore Bluffs throw parties in the Blushwood? Nobody in Narva seems to know anything about it. That's where I grew up. My best friend and I spent a lot of time out here, though, running through the Blushwoods. There was an old shack right in this very spot that we used as our hideout. Nein, das war dann in diesem Fall eine Freundin. A pile of boards back then, but I purchased the land and fixed it up. My son Finn brought his family out here too. He always loved trees more than the bricks of the city. And I've got 5 beautiful grandchildren. Things couldn't be better. Ich meine, da können das die Entwickler selbst nichts für, sondern die das Spiel übersetzt haben, aber da mit dem Freund ist, glaube ich, auch hier auch wieder Clara
gemeint, die man halt im ersten Teil gespielt oder in diesem Leaving Limbo gespielt hat. Und das wird jetzt hier einfach mit mein Freund übersetzt. Das ist halt natürlich schwierig, wenn im Englischen halt nur Friend steht. Aber naja. Trotzdem. Das grüne Buch der Gedichte, Ode an den Rotforst. O Rotforsts sanfte Pfade, wir wanderten die Herzen offen, ihre Wangen glühten wie ein Fichtenwipfel, sangen wie ein Lied voll rosiger Liebe. Ein Hörnchen hört unsere Melodie und kommt, um einzustimmen. O kleiner Freund, komm und sing mit, wir tanzen, wir trällern die ganze Nacht, doch von dem Ast regnen nur Nüsse, es hat uns nur verstummen wollen. Auch hier hat man sich im Deutschen jetzt keinen... Ich kann mir vorstellen, dass es sich im Original gereimt hat man sich im Deutschen auch nicht die Mühe gegeben, das irgendwie hinzukriegen. Ich meine, immerhin ist es überhaupt auf Deutsch. Das ist ja bei so einem Spiel alles andere als gesetzt, aber es ist halt schon eher so fließbandmäßig von irgendwem übersetzt worden, der nicht so richtig wusste. Ich habe das Gefühl teilweise, was er da eigentlich gerade übersetzt. So, dann müsste hier irgendwo das Grab sein. Das ist ein Fahrrad. Okay. Das ist nicht mehr da. Märchen aus Eastshade, Band 2. Eine Eule und ein Bär gingen einmal zum Strand, um einen Wettbewerb zu veranstalten, wer mehr Fisch fangen könnte. Der Bär brüllte und die Fische erstarrten vor Angst, so dass der Bär sie fangen konnte. Die Eule flatterte mit den Flügeln und griff die Fische von oben an. Die Fische flohen nicht, wenn die Eule kurz ins Wasser stieß, um einen zu fangen. So kämpften die beiden bis Mitternacht, als jeder einzelne Fisch im Meer gefangen war. Der Bär war sich ganz sicher, die meisten Fische gefangen zu haben und rollte sich müde in seinem Bau zusammen, um lange auszuruhen. Die Eule flog zurück in ihr Nest, um ein Nickerchen zu halten. Denn die Fische jedoch schwammen immer noch in den Fangkörben herum und sie wollten nicht gefressen werden. Sie schoben und stießen, bis die Körbe einen Hügel hinabfielen. Mit einem großen Platsch landeten sie im Meer. Doch als die Körbe zerbrachen, war das Wasser, das die Fische atmeten, plötzlich überhaupt nicht salzig. Sie waren aus Versehen in einen See statt in einen Ozean gefallen. Den Fischen gefiel ihr ruhiges Dasein ohne riesige Ozeanwellen. Und so lebten sie sich im Senkwaldsee und dem Metterstromfluss ein und leben dort bis heute. Die Eule und der Bär erwachten übrigens nach einer langen Zeit aus ihrem Schlaf und hatten den Wettbewerb längst vergessen. Und auch hier kann ich zurückblättern. Der Bug ist auf jedem Ding hier. Ha. Jetzt laufe ich so wieder nach Lindo. Das ist ja eigentlich albern. Achso, aber eigentlich ist es nicht albern, weil nach Nava darf ich ja gar nicht rein. Habe ich schon wieder kurz vergessen gehabt. Ach, du bist wieder... It comes! Okay. Es regnet doch gar nicht mehr. Warum sagst du es immer noch? Wollen wir auf die Karte gucken? Ah, da ist Ranjas Haus. Okay, und ich bin in der Mitte jetzt. In diesem... Wie heißt es? Ach, Rotforst. Ach so, hier sollen die Bauern sein, die mir helfen können, was Tipps angeht für diesen Großväterchenfisch. Was haben wir hier? Aber was haben wir denn? Warte mal.
Wood-Willows Spiegel. Wird das hier auch eingezeichnet dann immer? Ah ja. Wenn der Himmel wieder blau wird und die Sonne wieder scheint, nachdem er rot und kalt glimmte, werde ich mein Licht auf dich richten, aber zögere nicht. Wenn die Luft sich golden färbt, lösche ich mein Licht. Denk scharf nach, du sollst dich nicht wehren. Nicht nur einmal, sondern zweimal musst du es reflektieren. Nur dann kann ich dir Zugang zur Wahrheit gewähren. Okay, aktuell scheinst du ja. Vielleicht sollte ich da jetzt mal mich drum kümmern. Aber wo scheinst du denn hin? Wenn ich hier den Weg einfach weiterlaufe, gibt's hier irgendwas? Nö. Wo bist du hin? Wo bin ich denn jetzt? Was? Da. Ah. Ich kann so reflektieren, offensichtlich. Aber... Oh, da, warte mal, dahin erstmal. Reflektiere ich noch? Ach so, ich kann das ablegen, richtig. Wieso geht das jetzt so nach oben? Was ist denn für ein Blödsinn? Okay, so kann ich zum Beispiel das dahin steuern. Ich muss nur jetzt mal gucken. Ist hier irgendwo noch was? Ich soll ja zweimal reflektieren, wobei das zweite Mal... Hier ist man zu tief. Der Strahl oft so einfach nach oben geht dann. Das ist doch albern. Auch das ist wieder janky. To the max. Ach, warte, ich kann... Ah, den kann man doch auch nehmen. Das war nur, weil ich den anderen vorhin noch hatte. Ja, okay, gut, gut, gut. Dann...
Geht das dann so in die Richtung oder geht das wieder nach oben? Okay, nee, das geht halbwegs. Du bist so tief. Aber ich muss ihn weiter vorne, also weiter unten damit auch reflektieren. Ach, das ist so janky. Oh, ey. Jetzt habe ich hier einen Strahl so ein bisschen. Warum? Das ist... Alter. Oder so. Alter, ich bin doch jetzt hier drin, wieso? So, jetzt geht das Licht hier hin, oder? Geht ein bisschen rüber, aber... Oh, ey. Ist noch nicht gut genug, oder wie? So. Ah. You've finally arrived. Would you like some tea or maybe some pie? Don't be shy now. My name is known to all as Mudwillow. My passion is sight and all that it shows. Weaver of light and doctor of eyes. I hold the gift reserved for the wise. With me lies the gift which everyone seeks. So far you've all been liars and sneaks, sought out by foe and drunkards unfit. Not one of you has held nearly enough wit. They all bumble in, dreaming of crimes. Every day they show up, it's a waste of my time. But the strings of light you folded and bent prove you've got brains, to some extent. It seems you may just be clever enough, although I'd bet your brain is packed full of fluff. But listen up, painter, for this is your task. Prepare your brushes and hear what I ask. Itself in a constant state of falling, to you it seems that it's always stalling. A stony side where the star hides away, a watchful eye at the peak of midday. When day turns dark but a moment in time, when a star goes black, though everything's fine. The largest of eyes that stare back at you, a sight that aligns. That's the moment I choose. Ja, Sonnenfinsternis ist die Lösung, oder was? An eclipse you found, the darkness of day, but another piece you've lost on your way. Search the landscape and find me an eye. Give the sky vision, then you'll have your prize. An eclipse you found, the darkness of day, but another piece you've lost on your way. Finde ein Auge, einen sehenden Kreis. Be an eye. Give the
sky vision. Then Dem Himmel die Sicht und dann... Okay. Ganz schön dunkel bei dir hier unten, Meister. Alter, ist das dunkel, man sieht ja gar nichts. Kann man das Spiel heller machen? Es gibt nicht mal Optikeinstellungen. Ich hab doch nicht mal was geändert, Spiel. Warum willst du denn dann, dass ich das speichere? Jetzt kann man ja auch immer so hier hin, oder was? Woodwillows Tür. Okay. Ah, da ist ein Zelt. Ach, du bist doch du. Ah, okay. Jetzt bin ich wieder hier. Oh, Pops, he's a-coming for you. No ring, traveler? Hop Okay. to it. I'm counting on you to set things right in the sea. Okay. Das Haus? Das ist die Insel da, okay. Das hier ist, ne? Vielleicht ist das hier was mit dem Blick? Man kann das hier ungefähr so machen, dass man den Mond... Naja... Ah, jetzt komme ich denn da rüber? Komme ich ja auch nicht rüber, ne? Über den Fluss. Da gibt es keine einzige Brücke, oder? Wobei die anderen Brücken... Ne, doch, die Brücke da unten, die ist eingezeichnet. Wieso hat denn kein einziger Mensch hier nochmal eine Brücke gebaut über diesen Fluss? Leute. Das ist ein riesiges Ding, ne? Aber keine Brücke, die hier rüber führt. Hier war ich offensichtlich vor kurzem. Naja, jetzt komme ich wieder dahin. Zur Apotheke. Was sollst du sagen, habt ihr sicherlich nicht. We've got the best herbs and potions in all of Eastshade. Tell your family, your friends, and random acquaintances to come here for all their apothecary needs. Komme ich da irgendwie hin? Okay, du bist nicht so redselig. Mittlerer Turm. Oh, kann man sogar betreten.
Ach, jetzt bin ich oben. Okay. Wenn ich so eine... irgendwie so einen Gegenstand hätte, könnte ich mich vielleicht hier so lang gleiten lassen am Seil. Ja, aber so ist das jetzt irgendwie noch sehr unergiebig. Wo ist denn der Turm? Der wird nicht eingezeichnet, oder was? Ach doch, da unten. Hier bin ich schon. So, dann wird es gleich wieder kalt und ich werde wieder zurückgebeamt. Aber ist vielleicht gar nicht schlecht, weil vielleicht kann ich in Lüdo dann Leute fragen, ob die mich für mich bürgen, für Nava. Hätte mir ja auch jemand vorher mal sagen können. Von den Bewohnern, dass man sich da erstmal... Ich brauche eigentlich auch nur einmal dieses Zeug, um einen Floß zu bauen. Dann könnte ich hier vielleicht mal einfach rüber. Was ist das? Das ist zu tief. Das sind aber auch nur komische Baumstämme. Ich gehe jetzt nochmal bei ihm rein, mach die Tür zu. Mal gucken, ob ich dann auch erfriere. Ich erfriere sicherlich, weil das Game Design mäßig ein bisschen Sinn macht. Das macht überhaupt in der Spielwelt keinen Sinn. So, ich gehe jetzt hier rein. Schön ins Warme. Hier brennt auch, wie man hört, ein Kamin. Hier. So, mal gucken. Wird mir jetzt ernsthaft hier zu kalt, direkt am Feuer. Ich ziehe mich jetzt hier hin, direkt neben das Feuer. Ich wette, mir wird zu kalt. Obwohl es halt so total unlogisch ist. Oh, schon 1918. Hier ist noch warm. Vielleicht geht's doch. Wenn ich jetzt rausgehe, geh mal ganz kurz. Oh Gott, ich gehe mal ganz kurz raus. Okay, hier wird mir kalt. Jetzt gehe ich wieder rein. Mach die Tür zu. Gehe ich hier zum Feuer. Oh, mir wird... Oh, tatsächlich. Ah, okay. Okay. Das Problem ist nur, ich kann hier nicht übernachten, ne? Ich müsste jetzt hier die ganze Zeit bleiben. Zwar, dass man Zeit nicht irgendwie vorspulen darf, solange man nicht schläft. Aber okay, immerhin, das gebe ich dem Spiel. Weil ich kann immerhin kurz draußen sein, ne? Und dann noch versuchen, jetzt mal die Trommeln zu hören oder sowas. Ich kann mir ein bisschen meine Tasks nochmal angucken. Trommeln in der Nacht, ja. Mordwillos Rätsel. Ach, da sieht man nochmal den Text sogar. Konstant im Zustand des Fallens gefangen. Ob unter- oder aufgegangen. Steinerner Anblick, wenn der Stern sich versteckt. Wachendes Auge am Mittag entdeckt. Wenn der Tag sich verdunkelt, nur ein Moment, wenn ein Stern, der Stern ist die Sonne, erlischt und dann wieder brennt. Das ist dann die Sonnenfinsternis, die, glaube ich, immer hier irgendwie täglich passiert. Das größte Auge starrt dich an. Wenn Blicke sich kreuzen, der Moment ist dann. Gehen wir mal kurz durch. Also Mutterheste Wünsche, da kann ich mich noch nicht so komplett drum kümmern. Dafür muss ich nach Nava. Das, ja, weiß ich nicht, dafür brauche ich am besten auch so einen Pulli irgendwie. Der Vogel ist eine gute Frage. Ein bestimmter Ruf, aber die hat mir gar nicht gesagt, was für ein Ruf. Ich weiß noch nicht, hilft das, wenn ich den male oder will sie den Vogel selbst haben? I don't know. Ja, dieser komische Wasserfuchs, weiß ich auch nicht, wie ich da weiterkommen soll gerade. Amulett weiß ich auch nicht. Da habe ich aber den Verdacht, dass ich das Floß brauche, um da ein bisschen durchs Wasser zu kommen.
Dann erwähnte das Großväterchen eines Sandfisches. Ja, aber wer kann mir denn da helfen? Vielleicht der Fischer. Er hat aber auch die Empfehlung. Da kann ich gucken, ob ich die Leute darauf ansprechen kann. Ah ja, da kann ich morgen mal gucken, ob der Zaun fertig ist. Das ist was für nachts. Das ist, glaube ich, wenn ich da einfach auch so einen Pullover habe oder so, dann nachts auch rumlaufen kann oder ein Zelt oder sowas. Und ja, das Rätsel, ja, lassen wir erstmal noch offen. Ich werde auf jeden Fall, aber meine erste Task wird sein, zum Zaun da zu laufen, zu dem Typen. Ja, hilft jetzt nichts, ne? Aber es ist auch so, dass die hängen ja einfach immer weiter rum, ne? Und er hängt weiter noch auf seinem Floß rum, oder was? Nee, er ist weg. Immerhin, okay. Beim ein Haus, das ist dann das Haus, was so mega weit weg ist von hier. Mega weit ist übertrieben, aber... So, kann ich jetzt hier irgendjemand fragen, ob irgendjemand hier für mich birgt? I just can't wait to go home and show everyone the... Zumindest Nava kann ich fragen. Not write you a reference. We already have too many vagrants in Nava for my taste. Alter, ich hab dir so ein Bild gemalt. Du bist echt so ein Fixer. Wollen wir mal alle fragen. Sie hier, die Kapitänin, die birgt bestimmt für mich. Oh, such a good Nee. Darf ich nicht mal danach fragen, aber das macht ehrlich gesagt auch Sinn. Ist der Bär da? Der birgt bestimmt nicht für mich, bevor ich mit ihm nicht den Streich gespielt habe. Er hängt auch einfach immer hier ab. Von morgens bis abends. Don't forget to meet me in Nava. Ja. Ja. What Isan did to you is downright uncivilized. Oh, that man... Safe travels. What Isan... Safe travels. Okay, was anderes. Alter, sie... Ich sag dazu nichts mehr. The canvas. Wo ist denn hier Madame? Ach, da ist sie jetzt. My God. Ja, du birgst auch hoffentlich für mich. Oh, I can do that for you. Yay, schon mal 1. Danke. Take care now. So, vielleicht würde er das im Leuchtturm auch machen, aber der will ja nicht. Er wird mich nur wieder rausschicken. Er hockt bestimmt immer noch vor seinem Bett rum. Ja, er hockt einfach immer nur hier rum. Nothing to say to you. Ja, lecken. Get out. Bye. Hier dürfte wahrscheinlich niemand sein. Hier, der Federmann.
Nee. Darf ich auch nicht danach überhaupt erst fragen? Hier, ist es das Seil, was zum mittleren Turm führt? Man weiß es nicht so genau. Wo ist denn hier der Arbeiter, der mir mit seiner Kiste hin und her schleppt? Ist er noch da? Da. Ingo kann ich auch noch fragen. My father was a fisher of these oceans, so I've been out on the sea plenty of times. Nee, dich darf ich danach auch nicht fragen. Was zur Hölle? Was war das denn? Ey, dieses Spiel, ey. Ich habe immer noch... Wenn ich das mit dem Kumpel bald mal besprechen wollen würde, der mir es empfohlen hat, ich habe immer wieder gerade das Verlangen, einfach abzubrechen. So, hier sieht man jetzt die Schatten von irgendwelchen Vögeln. Ach, da seid ihr. Okay, ich kann mal probieren, wie auch einfach still da steht, ne? Aber es ist zum Malen gut. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Offensichtlich nicht. Ich meine, ja, Möwen und so, die können sich so treiben lassen auf der Stelle mit dem Wind und so, aber ich meine, die nicht flattern, sehen wirklich ein bisschen sehr still aus. The one who dwells in the tower is the architect. Maybe he is rash, and he is proud. Would you talk to him? I'll leave the door unlocked. Ich würde ja. Geh einfach nochmal zum Turm hin. Da ist er ja randommäßig gerade da. Bestimmt nicht. Bestimmt ist man nachts hin. Obwohl ich auch schon nachts da war. Das Licht ging an, aber trotzdem war da niemand drin. War dann doch schon nicht. Es spukt es dann nämlich doch. Weil er einfach ein Geist das Licht offensichtlich angemacht hat. Ja, vorbeigelaufen irgendwie. Gut, dann gehe ich mal zum Zaunmenschen. Ja, aber traurig. Vielleicht die da unten, dem ich das Bild gemalt habe und so, vielleicht der Fischer vielleicht wirkt der auch noch für mich. Shit, jetzt bin ich hier wieder. Das ist falsch. Altlindo ist falsch.
You don't look like you're from around here. I'm the sheriff of the island. Also Glad to meet you. kennt schon wieder die Gerüchte über Ishan an. Das ist doch auch buggy. Was macht das für einen Sinn, dass ich jedes Mal wieder das auswählen kann? Thanks again. Damn fish aren't biting today. Ja, mit ihr so. Ach. Ich darf euch nicht mal fragen. Aber der Zaunmensch würde vielleicht auch noch für mich bürgen, weil ich ihm die Stöcker gebracht habe. Und er hilft vielleicht auch. Komm, wo bist du? Hier. What a lovely sandy... This is splendid! Was? It will be the prized piece of my sitting room. Hey, warte mal. Here's how to make twine. Ich will dir das nicht geben. Ich will dir das nicht geben. Nein, ich will dir das nicht geben. Wieso? Ich hätte doch schon ein Strandbild gegeben. Wieso? Mind the plants underfoot. Alter, habe ich mir das jetzt gegeben? Galt als Strandbild. Das habe ich mir das auch. Ich habe nicht mehr Geld dafür bekommen, oder? Oder gibt er einem jedes Mal Geld? What can I do? Any friend of Bojan's is a friend of mine. Here. Okay, na immerhin. Mind the plants underfoot. Immerhin. Die Pilze gegeben habe. Oh, ich darf ihn sogar danach fragen. Oh, er gibt mir sogar auch schon was. Hä? Hat er mir jetzt eins gegeben? Empfehlung schreiben 2. Du hast doch gesagt, du kannst das machen, oder nicht? Ach, Onur kann das machen. Ja, okay, von ihm habe ich ja schon was bekommen. Okay, sorry, du bist ja Bojan und nicht Onur. Alles klar, ich dachte, er hat von sich selbst der dritten Person gesprochen. Das kann man dem ja zutrauen. Wer war hier nochmal, oder war das leer? I just can't stop thinking about those owls I saw. Ach, an Eulen willst du haben. Hoo-dee-hoo. Okay. I can't say I know. Ja, okay. Solange ich dir wahrscheinlich noch nicht dein Hu-Hu-Bild gemacht habe, aber dann... Okay, heißt es zumindest auch, die Möwen wären eh falsch gewesen. Eulen werden gesucht. Ich muss doch nochmal hier lang gehen, ne? Achso, der Weg führt aber nur da hoch wahrscheinlich, oder? Wo bin ich denn? Ja. Die erstmal zur zur Kartenmacherin da, der Kartografin, oder wie sie heißt. Und dann zum Soundtyp. Einer von beiden wird mir wohl auch das dritte Schreiben geben. Good day. They live in watery caves and crevices, usually secluded areas. I've always pictured them as toad eaters. Never really watched them eating, though. If I knew what they like, I would have trapped that injured one by now. Aren't you full of questions? Go to the library if you want to be such a know-it-all. Ich hatte doch schon... War das irgendwo noch? Nee, ne? Die Bücher... habe ich zumindest keine mitgenommen bisher. War das in Alt-Lindo, in dem Ding, wo was über... Da schon, glaube ich, was über die Füchse, ne? Aber... Anyway. Thanks again for the inky caps. I can finally get some work done now.
for a friend like you? Of course. Juhu! Enjoy the city. Ich darf nach Nava. Hell yeah. See you. Hier ist direkt so ein Pilz. Gehen wir nach Nava, da muss aber andersrum. Wir versuchen hier runterzukommen. Pilz. Oh, was ist? Nee, das ist. Hier ist der Fluss. Ich dachte schon kurz, hier wäre eine Oh, ich darf in den Fluss. Interesting. Ja, Finn, genau. Das habe ich auch noch vor. Erstmal bin ich ja jetzt hier bei Nava. Do you have your references in order? Yes, it appears everything is in order. Go right ahead then. And welcome to Nava. Und da oben ist es, glaube ich, auch ein Bild mal, ne? Und ganz da oben kann das sein. Ach, da bist du. Okay, dann machen wir doch... Honey. Nee, du bist das nicht. Well, she works in the spice shop down in the lower market. She's not the best cook, though. But she's wonderful. I mean, you know, she's a great person. So kind, funny, thoughtful. We've been spending a lot of time together lately. Things are really so great between us. I think I want to ask her if she'll be my girlfriend. I want to be somewhere special when I ask her, though. Somewhere magical and perfect. Like sitting on a golden cloud at sunset while butterflies circle around us. But you're probably not interested in this kind of thing. She loves bread. So yesterday I baked her a loaf in the shape of a rose. We ate it together on a bench in the garden. It was so perfect. Oh my god. What if I already missed the perfect moment? I'm just so nervous to ask the question. Would you do me a favor? Can you find out Leilani's favorite place? I know it's kind of silly to dance around like this. I just want it to be special. Nein, Liebe widert mich an. You're the best. She works in the spice shop down in the lower market area. Let me know what you find out. Please hurry. I'm so excited. Ja, also...
Ich bin ja sehr offen, was alles Richtung LGBTQ und so angeht und homosexuelle Liebschaften, alles Mögliche. Aber es ist schon... Ich habe, glaube ich, in jedem Spiel noch kein Hetero-Pärchen bisher gehabt. Das erste, was man hier hat, ist gleich schon mal ein lesbisches Liebespärchen. Also... So ein bisschen kann ich manchmal nachvollziehen, warum einige immer schon so jammern von wegen alles Vogue, alles Vogue. Weil man das Gefühl hat, es ist schon... Man hat schon mittlerweile in einigen Bereichen, einigen Spielen schon mehr lesbische Beziehungen als Hetero-Beziehungen. Aber nun gut, es gab jahrzehntelang im Film und so immer nur Hetero-Pärchen, dann dürfen die jetzt mal ein bisschen aufholen, aber es ist schon... Ja... Das, was ich halt, mein Problem ist halt, ist alles so oberflächlich irgendwie, ne? Es ist irgendwie... Naja, weiß ich nicht, es ist so... Also auch einfach nur wieder als Rahmen für so eine Fetch-Quest und so ein Hin und Her. Warum sie liebt, also es ist, naja, egal. Aber ich meine, gut, die Geschichte mit dem Rosenbrot war schon ganz nett. Na gut, egal. Oh dear. Oh no. I've done something terrible. I'm not sure if we've met before. But I need help. Was ist mit dir los? Oh dear. This morning I sold some zucchinis. I thought they were zucchinis, but now I still have the zucchinis here in my basket. I sold toxic tubers. Oh God. I've no idea who I sold them to. Numb legs, upset stomach, and then hours of vomiting. Oh God, what can we do? This is a nightmare. Once was bad enough, but twice. And now people are gonna start being sick. There's so little time. I need to recover those tubers. Can you help me? I've got no... Natürlich. Auch deine komische Festquetsch mache ich gerne. Thank you, thank you. Please, just ask people if they bought any zucchinis today. Tell them what happened and get the tubers back. I sold 4 zucchinis altogether and I put them in blue bags. Maybe that could help you find them. Oh God, I hope no one has eaten any. Ah, okay. Ich frage dich noch nicht, hast du eine Zucchini gegessen? Out? Nein, noch nicht. Okay, dich darf ich danach wieder nicht fragen. Blaue Taschen, hä? So spät? Ne, ist mittags. Mittags ist immer Sonnenfinsternis, hä? Here, get your news here. What's the password? Ist mir egal. Okay. Ja, dann, ne? Ich gehe den ganzen Weg wieder zurück.
You made it to Nava! Ach, du bist das. Oh, this is gonna be great. Okay, my brother's sitting at the table right outside the bakery. I'll go over to him first, then you follow behind. Remember, make him think you're a normal delivery person. Und jetzt muss ich hier hin, oder wie? Can I help you? Good. I've been expecting a delivery. Give it here. It looks like someone's rifled through these. They're a little crushed, too. A little crushing isn't gonna ruin the tangy, sublime, gorgeous taste of raspberries. Ugh. What? What's happening to me? This is the most revolting, sickening. This flavor. Grape! My tongue! It'll never be the same! What despicable baker would make an error so unforgivable? Neo! This my brother's idea of a prank? Poisoning a person's taste buds with the most repulsive flavor ever invented? It's hilarious. I can't believe you actually got me. And Neo's always trying to do these ridiculous pranks. Usually I can see him from a mile away. Messing around with great pastries? That's some risky business. You should be proud. I'm not easily pranked. I can still taste that grape filling. Repulsive. Okay, ich krieg von jetzt auf eine Belohnung. Was perfect. I couldn't picture it going any better. He totally thought you were a delivery person. This one will go down in family history. You should look into doing this for a living. I don't have much to give you, but seeing my brother eat a grape pastry was just priceless. Okay. Hi there. Ja, eigentlich, aber ich mach das einfach mal. Aber eigentlich finde ich das ungerechtfertigt. Afraid that's not really something we'd normally do anything about. Welcome to Yevgeny's Art Gallery and Supply. And before you ask, no, I'm not Yevgeny. And if you came to request a commission, unfortunately we can't help with that either. Yevgeny is totally backed up at the moment, but we do have painting supplies in stock. Yes, but we're full, as I said. Normally folks just need to write down what they want and Yevgeny will paint it for them. Nava, that Yevgeny. She's been painting her whole life and doing commissions for at least 40 years. These days, she's spending more and more of her time on personal work. Good for her, I say, but still, we can't keep up with commissions like we used to, and demand is only growing. Oh, are you a painter? We've been looking for someone to help with the workload, but so far no one's been up to Yevgeny's standards. Do you have a portfolio I can look at?
Wow, your work is so detailed. You should show this to Yevgeny. She lives in the common tower. That's the big round building in the middle. You might just be the painter we need. She'll absolutely want to see at least 3 paintings, though. Anything I can help with? Need some supplies? Have you given any thought to sharing your portfolio with us? Well, come on back when you have a portfolio to show. We'd love to take a look at your work. Yevgeny likes to see at least 3 pieces. Anything I can help with? Need some supplies? Wow! Yo, you might chill out. Anything I can help with? Need some supplies? Have you given any thought to sharing your portfolio with us? Well, anything I can help with? Need some supplies? Yevgeny keeps me busy enough. My family likes it here. Couldn't ask for much more. Well, I guess if I had to list a complaint, it'd be that some of our patrons can be a little picky. And with the poor ocean access, most of our fish come from Lindau, so they're not as fresh as we had back on the mainland. But that's all a bit nitpicky. Well, look at me. I sound like one of our customers. Hello. Do you want to buy any spices? Like pepper or whatever this is? I don't really know. I just sold a bunch of it to some guy though. So, probably. Oh yeah? She's pretty great, isn't she? We met at the bread stand where she works. I really like bread, so I'm over there a lot. Yeah? That's pretty cool, I guess. You like to travel? I have to travel to Lindo every week to get supplies. It's fine over there, but I wish I didn't have to go all the time. It's kind of like a creepy ghost town out there. Yeah, I mean, me and Evelina have been hanging out a lot. She's really great. Like the other day, she made me a special loaf of bread in the shape of a flower. She's just so cool. There's this cool hot spring on the Salt Spring coast. I used to go there when I was a kid. It's all the way at the end of the beach, and no one really knows about it. It's a perfect place for picnics. Yeah, maybe I'll take a trip out there soon. Well, I should probably get back to pretending to know about spices. Yeah, I bought one. I knew it was a toxic tuber. It was pretty obvious. I already used it in a ritual, so you can't buy it back. I already used it in a ritual, so you can't buy it back. So, ich habe eben ein bisschen Curry gegessen, deswegen bin ich ein bisschen stumm geschaltet. Also ich wurde schon wieder Freundin genannt. Dass man ihr so offensiv sagt, ich bin eine Freundin von Evelina. Also auch, Freundin ist eine, aber ich habe die gerade mal kurz am Bäckerstand da kennengelernt und 2 Sätze mit ihr gewechselt und bin schon mit ihr befreundet angeblich. Ist ja auch... Aber immerhin hat sie auch gleichzeitig auch eine der Zucchinis gehabt. Interested in a book? Okay. Probieren wir mal beide. Vielleicht kann ich damit jetzt
Ach so, ich hätte gedacht, ich kann da vielleicht neue Rezepte jetzt für... Ja, okay, aber warte. Aber ich habe die Bücher jetzt zumindest, oder? Die Fische des Feldstromflusses. Das ist nur das, was ich eh schon gelesen habe. Das habe ich jetzt nur einfach bei mir dadurch. Man kann's... Oh, warte mal, was? Ach, man ist auf der 2 und... Man muss nach links dann noch machen mit dem Logstick und dann wird das Dreieck markiert. Okay. Wahrscheinlich auch eher wieder auf PC-Steuerung ausgelegt und nicht richtig gut an Gamepads angepasst, aber okay. Also ich bräuchte eigentlich Donnerforellen dafür, ne? Und Donnerforellen kann ich locken mit den anderen Fischen. Okay, also ich habe jetzt hier Rezepte. Bergwurzeltee, der mir anscheinend schnell macht, braucht 3 Bergwurzeln für. Lindo-Aufguss. Erfüllt von beschaulichen, verträumten Schimmern eines Hafenstadtursprungs. Das ist aber nicht der einen nachts ein bisschen länger laufen lässt. 2 weiße Blütenbeutel und 1 Bündel Wurzeln und Erdwurzeltee. Der hat einen vollen, waldigen Geruch. 2 Bündel Wurzeln und 1 Tintling. Kann ich die jetzt hier machen? Ich nicht. Da brauche ich noch irgendwas, um generell Tees zu machen oder so. Just because I'm an owl folk doesn't mean I can't control myself around copious amounts of fresh fish. Okay, sometimes I eat some of the stock, but it's my shop after all. Na toll, der hat jetzt eine Angel. Ja, schön. Schön, dass ich gerade 20 Geld für diese beiden Bücher ausgegeben habe. Good day. Oh, da ist ein Seilrutschen, denk. 70 kostet das. Oh, Teekessel. Mach doch Tee, wo immer du bist. 20. Ja. Ich bin jetzt leider arm nach dem Bücherkauf. Good day. One thing I can say about the folks here, they never ask for swords. Which pleases me greatly, because swords are just about the most boring things you could ask a blacksmith to make. The only thing more boring than making a sword is being dead. Which, coincidentally, is what swords are used for. Which is another reason why I'm glad folks around here don't ask me to make them. I'd rather make a kettle any day of the week. See you later. What Ah, ich kann ja auch Fisch verkaufen. Mhm. Okay. Gut zu wissen. Hätte ich könnte ich bloß die Angel kaufen, ja? Ja, schade. Well, well, well. Your clothes are looking a little scrappy. Bet you're just about to freeze to death come nightfall. If you're ever looking to upgrade your attire, I'm sure I have just the thing. Ja, unbedingt. 80! Oh, ey. Jetzt habe ich wieder Geld verschwendet für die blöden Bücher. Ich hätte mir eine Angel kaufen können, hätte mir Fische fischen können. Und mit den Fischen hätte ich auch nicht Geld machen können. Jetzt muss ich erstmal wieder, weiß nicht, Federn sammeln oder was, um... Oh, what is it? I feel like I just ate a huge bite of death. Oh, nee. All I had today was a zucchini. I mean, it looked weird, but it tasted really good.
Oh, great. Yeah, I bought one. Ate it already. Oh, how long is this gonna last? I'm gonna kill Tam. Oh, great. Yeah, I bought one. Ate it all. I'm gonna kill Tam. Dass man hier wieder in den Dialog, also sorry fürs Knusper teilweise, dass man hier wieder in den Dialog auch zurückkommt. Oh, this is horrible. Auch wieder janky. Jetzt komme ich hier wieder rauf. Ich bin echt noch ein bisschen schwer mit der Orientierung. Kann ich erstmal sagen, dass der Spot ist. Oh my god, I can't believe this happened. Have you gotten any of the tubers back? I don't mean to rush you, but did you figure anything this is out? Legend. Oh god, did she tell you what she thinks of me? Really? I'm dying. Tell me what she said. Where's her favorite place? Really? Wow. I'd heard about it, but I didn't think it was real. That sounds like the perfect magical place. Okay, I'm going to start with you. Thank you so much. I'm so nervous. This is going to be amazing. Wish me luck. Kann ich irgendwelche anderen Kram. Ich habe so viele Äste und so viele Weidesachen, kann ich nicht irgendjemand mir verkaufen. To an outsider, this shady hillside might not seem like the best place to grow peas, but the farms of Nova's east side have been producing for hundreds of years. You see, East Shadian peas don't handle direct sunlight like the continental variety. Oh, look at me, talking your ear off about peas already. Say, if you're looking for things to see in this country, you should find your way out to the Teefmore Bluffs. There's some gorgeous farm country out there. When I was younger, I'd head out there all the time. These days I find myself a bit too busy with my peas. Navian demand is higher than ever you know. By the way, if you need a few extra glowstones in your travels, I could use an extra pair of hands shucking some peas for market. I won't lie to you though, it's tedious work. Can really drain you. Okay, ich krieg Geld bei dir? Well, I've never really given it much thought to be honest. It's just the place I've always lived. Suppose I'll take it for granted a bit. It's a dreamy place to live, isn't it? Fantastic. I'll show you what needs to be done. It's not too complicated. Ja, den erstmal wohin gebeamt, ja, aber klar. Hä? Ich kann ich einfach so ziehen. Ich hätte gedacht, ich muss wirklich irgendwas tun. Kann ich das immer wieder machen? Need a few more glowstones, eh? Well, that's great news for me. Also ich kann jetzt so einfach Geld farmen. Dann wird wahrscheinlich für später 16:32 Uhr. Wie oft kann ich das denn machen? Say, I really appreciate the work you've been doing around here. Das kostet nicht mal Zeit. What the fuck? Dann kann ich ja hier... Fantastic. I'll show you what needs to be done. Hä? Kann ich das unendlich machen? Kann er mir ja richtig reich machen, oder wie? Need a few more glowstones, eh? Well, that's great news for me. Howdy. Say, I really appreciate the work you've been doing. Kann ich mir gleich alles kaufen? Ich mach das jetzt erstmal für eine Ewigkeit hier. Fantastic. I'll show you what needs to be done. Ich mach das einfach mal, bis der Tag zu Ende ist. Howdy.
Oder bis er nicht mehr will. Need a few more glowstones, eh? Well, Ich bin gespannt, ob das echt ewig geht. howdy. Howdy. Say, I really appreciate the work you've been doing around here. What the fuck, warum soll ich denn jemals nochmal irgendwas anderes machen? Irgendwie Fische verkaufen oder so. Warum soll ich das machen, wenn ich hier einfach... Wenn das hier einfach eine umsonst Geldquelle ist? Howdy. Need a few more glowstones, eh? Well, that's great news for me. ...128 habe ich schon. Alter. Okay, gut. Das macht das Spiel angenehm. Das fühlt sich fast wie Cheaten an, aber okay. I can see you're feeling a little under the weather. I think you should take a break. Ah, okay. Irgendwann geht's erstmal nicht mehr. Vielleicht geht's morgen wieder. Okay, aber okay. Es reicht auf jeden Fall ja schon mal, um gleich einen Pullover zu kaufen. So dass ich nachts nicht mehr zurück muss. Gucken, vielleicht geht das. I can see you. Okay. Aber ich meine, es ist trotzdem schon mal eine mega Geldquelle. Wenn ich das morgen wieder machen kann, kommt man ja mega an Geld. So, erstmal hier zur Pullover-Verkäuferin. Hä? Ich bin schon wieder hier, bin schon verlaufen. Die war doch hier irgendwo. Ja. Kann ich hier noch eine Angel kaufen, das wäre auch nicht verkehrt. What Und was hatte er nochmal? Er hatte den Tee, das Tee-Ding und was war das noch? Ach ja, die Seilrutsche. Naja, demnächst. Der Seite hier war ich noch nicht, ne? Stay informed. Get the latest issue of the Shadian Post. Pick it up here. Free copies. Accepting donations. Die Shit-Anzeiger Zeit für Tee, was? Teesaison auf der Insel angebrochen. Geschrieben von Esther Klarquell. Die Luft hängt voll mit Düften nach blühenden Kräutern und blühendem Tee, und das kann nur eins bedeuten: die Teesaison hat endlich begonnen. Wilde Blumen und Teepflanzen blühen endlich und die Bewohner von Eastshade, ob jung oder alt, füllen ihre Körbe mit den feinsten Zutaten. Dank des Gesetzes der gemeinsamen Felder sind die köstlichen Feldfrüchte für jedermann kostenlos. Obwohl nur Anwohner die besten Sammelstellen kennen und eisern für sich behalten, sind auch Reisende so angehalten zu erkunden und zu sammeln, was ihnen gefällt. Ein Wurz der Warnung: Das Schwarzdistelkraut ist eine gefährliche Pflanzenart und darf unter keinen Umständen gepflückt werden. Frohe Ernte. Ja, das war das verbotene da bei dem großen Baum, oder? Da muss man echt vermeiden, das zu pflücken versehentlich. Weil man sonst irgendwie vielleicht schon irgendwas nicht mehr schafft, irgendeine Trophy oder so. Hi there. I mainly work in furniture, but by the looks of your pack, I doubt you're interested in buying a table or chair. Not to worry though, I've got just the thing. How'd you like to buy a handcrafted wooden bike? Was kann man das denn bringen? 80 glowstones. Ja, das habe ich gerade nicht. Ja, kann ich damit schneller durch die Welt bewegen, oder? What can I brew you up? Ja, brauche ich jetzt beides nicht unbedingt. Ich brauche meinen Pullover, deswegen komme ich jetzt eh durch die Nächte.
Hier glitscht mal wieder jemand. Ich habe 2 Bilder, ne? Ja. Wie kommt man denn oben hier rauf? Weil von da müsste ich ja gleich mal ein Bild auch machen noch, glaube ich. Achso, ich bin hier noch nie reingelaufen, oder? Da ist auch eine Treppe und alles. Ist das, wo man auch in Leaving Lindo vielleicht war? Nee, das war nicht so rund. Always good to see a new face. Let me know if I can help you with anything. Lila. I love it here. There's really no part of town I'd be worried to let my 2 daughters play unsupervised. I moved here right out of college when my longtime resident aunt wrote to me about a job opening in the library. It was quite a great distance for me to move, considering it was a bit of a paltry opening at the time. But 20 years later, as head librarian, I can't say I have any regrets. Sorry, you can't go up there right now. We're doing some renovations. Okay. Hard to say. Maybe in 10 months, give or take? Could be longer if we hit any delays. If you're here to visit, yeah, you won't be seeing it this trip. Sorry about that. Well, you need a pass. Any official from the university should be able to give you one. Have a good one. Okay. A new face. Allow me to introduce myself. I'm Zara, assistant research scientist here at the university. Do you know of Melik? He's the merchant selling the so-called elixir of life down in the market. I have a favor to ask of you. Do you think you could perhaps go to Melik's shop in the market and buy me one of said elixirs? I'll buy it from you at twice what it's worth. Okay, scheint wirklich nicht gerne deine Wohnung zu verlassen, ne? I'd like to run some tests on it. I've heard the claims, and let's just say I'm skeptical. This elixir of life seems to be quite a trendy product in the city. And if this Melik fellow is cheating folks out of their hard-earned glowstones, I'd like to know the truth of it. Well, you see, I've earned a bit of a reputation here in Nava as the resident skeptic. I just like to know the science of things. I tried to buy one from him. He told me that with my closed-minded attitude, it would never work on me, and refused to sell me one. The obvious tactic of a charlatan, if you ask me. Fantastic! You can find me here just about any time. I'm always working. I know it's a spectacular view. Beyond that, though, is there any reason specifically you need to be up there? I see. Well, I'll tell you what. Help me with discovering the truth about Melik's elixir, and I'll get you a pass. Okay, guter Deal.
still das jetzt hier geworden ist. Ich hatte letzte Nacht einen Traum. An die Details kann ich mich nicht erinnern, aber als ich aufwachte, war alles anders. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll, aber die Sonne schien plötzlich heller zu scheinen. Die Luft süßer zu sein, als wäre sie mit Rosen gewürzt. Ich schaute wie zum allerersten Mal aus meinem Fenster. Ich habe zuvor nie wahrgenommen, wie wunderschön die Stadt von hier aussieht. Ich habe so viele Ideen, so viele Einfälle, über die ich schreiben will. Allein heute Morgen schrieb ich 11 Seiten im Teehaus. Und es waren gute Seiten. Ich habe sie gerade noch einmal Korrektur gelesen. Nun muss ich arbeiten gehen, aber ich kann es kaum erwarten, heute Abend zurückzukommen. AP. AP Baxter. Ja, ich weiß schon, das war HP Baxter. Kerzen, Kerzen, Kerzen. Kerzen, Kerzen, Kerzen. Muss ich nicht runterfallen? Nee, Invisible Wall, okay. Okay, hier ist zu. Okay, hier ist auch. Oder ist jetzt, weil es zu spät ist, alles zu? Nee, hier geht's noch auf. Oh, ach, du bist die Künstlerin. Or, yes, just a touch of orange. Oh, hello there. I must have left the door unlocked again. Can I help you? All right. Let's see what you've got. Ich habe nur 2 Bilder. Well, these look fantastic. So much detail and what accurate depictions. You've got some skill here. I spent years honing my skill, sharing my work with the people of Nava, but these days I'm no longer interested in realism. I love the life flowing through abstract art. Unfortunately, there's not much interest for that style right now. It is. I'd like to show people that there's more to the world than what we see with our eyes. Anyway, your portfolio is exactly the kind of thing my customers love. How about this? I'm going to shut down my commissions. They've been leaving me uninspired this past year anyway. I'll pass on any new requests to you. Then I can really focus my time on these spots and blobs. Okay, jetzt ging das auch ohne, dass ich 3 Bilder habe. Okay, I'll tell Art Dealer the situation. Our customers write down their requests in a ledger back in the gallery. Take a look through and see if there are any requests you'd like to paint. Mhm. Okay, so kann man auch Geld verdienen, nehme ich an. Trade here, trade there. So many folk scurrying about. Samira. A trader? I suppose you could say that. A trader of sorts. Just take a look at all those shiny things coming in the markets. Sad day when my legs stopped working quite so well. Haven't made it down to the lower level in some time. Say, I heard from some other folks that you're one of the most helpful people in Eastshade. Huh. Do you have time to help an old woman? Ja, klar, gib mir deine Quest, Baby. Excellent, excellent. You and I, young friend. I can tell we're gonna make a fine pair. Been a long time since I had a partner of any sort. Oh, Ich bin schon wieder weiblich irgendwie. I'm embarrassed to admit. I left a precious box up north, in the caverns. You know, the Howling Caverns on the Teefmoor Bluffs? I must have left it there. It was years ago, mind you, that I left it behind. Longer, actually. I was still a young girl. Spent time playing all over Eastshade. That box was one of my favorite possessions, passed down from my mother.
I must have spent hours searching those caverns. Don't know if the sea swept it out or if someone came and took it. Suppose I became a touch more sentimental in my later years. I just want to see it again. It has some decoration, you know. Not too much. It's a rather simple wooden box, I think. It's been so long since I've seen it. I don't remember all the details, but there can't be many boxes in that cavern. Not to worry. I have confidence you'll find it, child. Away with you. Away with you. Gestern den Klassiker Lilien auf dem Felde, glaube ich, heißt er, gesehen, mit Sidney Poitier, der da bei so ein Auto so ein bisschen Kühlwasser braucht und der dann bei so einer Non-Kolonie so ein bisschen strandet mit so einer Oberaufseherin, die auch so eine etwas spezielle Beziehung haben, also sie mit dann Sidney Poitiers Charakter. Muss ich gerade dran denken. Ja, jetzt ist der Markt wahrscheinlich zu um diese Uhrzeit, ja? Kann ich den Kram jetzt gerade nicht kaufen, schätze ich mal. Weil sie hängen alle noch hier ab, auch um 20:12 Uhr. Eine Geschichte des Tees in Nava. Der blumige Duft der Teefeld ist eine der schönsten Kindheitserinnerungen jedes Navianers, auf den die ganze Stadt in der Regenzeit hinfiebert. Obwohl die meiste Landwirtschaft rund um Nava sich auf Erbsen spezialisiert, befindet sich das größte Teefeld der Insel in der die Stadt umgebenden Steppe. Einige der dort angebauten Pflanzen sind mittlerweile 55 Jahre alt. Jeder Bauer hat seine eigene Methode zur Trocknung der Pflanzen und Mischung des Tees. Das einfachste Rezept für einen klassischen Eastshade-Tee besteht jedoch aus 3 verschiedenen Teesorten. Der Legende nach soll ein reicher Händler während einer Dürre in der Stadt angekommen sein. Anstatt den Händler mit einem einzelnen Becher voll dünner Brühe zu enttäuschen, kombinierten die Bauern ihre Teeblätter und erfanden so einen unvergleichlichen Geschmack. Importierte Teesorten aus fremden Ländern brachten neue Geschmäcker und Sortenvielfalt auf den Markt. Das verzückt Teefreunde auf der ganzen Welt. Okay, so. Ihr habt auch hier keinen Bock, schlafen zu gehen? Okay, hängt alle noch hier ab. Ist der Markt dann vielleicht doch noch irgendwie hier offen? Aber er ist zumindest nicht da. Ist hier jetzt irgendwo das schwarze Brett oder? Wie war das mit den Aufträgen? Wo waren die denn da nochmal? Du hängst hier noch ab, okay. Ach so, einige hängen immer noch ab. Okay. What crunchy skate. Malak, wie hieß der Typ? Melek. Wer ist Melek?
Welcome, friend. Du bist es. Like a guaranteed long and healthy life. My elixir will fortify you with the strength and vigor. Imagine a longer life for you and your loved ones, sourced from hot springs around the island. This water is guaranteed to give you an extra 20 years, at least. The water is sourced from the life-giving springs of Eastshade. 10. Okay, das habe ich ja auch. Das habe ich das nämlich schon. You will certainly live a long time if you... Ah, yes. Sadly, there are people around here who don't appreciate the happiness and longevity given by the precious elixir. Really, we must pity these poor people. Their lives are so empty and so very short. So, dann kann ich ja ihr das geben. Dann kriege ich vielleicht... Na, wahrscheinlich muss ich erstmal das suchen. Aber dann kriege ich von ihr den Pass, um nach oben zu gehen. Da kann ich schon mal das andere Bild für Muttern malen. So, jetzt wieder keine Ahnung, welche Tür die richtige ist. Some blue. Ach so, du bist ja... Green. No, yellow. Nee. Warte mal, was soll ich für dich nochmal machen? Ach, für dich soll ich die Kiste sammeln. A fine day for science. Did you by chance pick me up one of those elixirs from the market? Wonderful. Now I can run some tests. Why don't you come back in about an hour, and I'll fill you in on my findings. Eine Stunde. Gibst du mir jetzt schon den Passierschein? Like I said, help me with... Okay. In einer Stunde. 23 Uhr, okay? Ich könnte auch mal jetzt nochmal zum Leuchtturm gehen, ne? Wo geht denn jetzt die Treppe nach unten? Da. Ne, das ist die falsche Richtung, ne? Ich muss eigentlich in die andere Richtung, glaube ich. Oder? Ich muss hier hoch wieder, glaube ich. Ich würde jetzt erstmal nochmal probieren zum Soundtypen. Vielleicht arbeitet er auch nachts. Ich meine, er arbeitet ja immerhin bei starkem Regen. Und vielleicht höre ich die Trommelgeschichten da ja. Das ist ja auch jetzt langsam, geht es in Richtung Mitternacht. Stay safe now.
Ach Mist, du schläfst, oder was? Hiya, it's nice to see a familiar. Ja, dumm, dass das jetzt hier gerade nicht geht. Trommeln. Wie war nochmal genau die Sache mit den Trommeln? Anja hat nachts Getrommel im Rotforst gehört. Warte mal, das ist doch hier dann erst. Oh, die Lichtdinger sind hier wieder zurückgestellt worden. Oh, die Trommeln. Aber hier erfischt. Ich habe etwas Merkwürdiges im Rotforst gesehen. Eine Gruppe von Trommlern mitten in der Nacht. Sie sind durch eine Tür in einen Baum gelaufen, als sie mich gesehen haben. Eine Baumtür. Ich sollte Ranja davon erzählen. Okay. Ist schon wieder hell? Nee, es ist 11:45. Warum ist denn das so hell hier? Hm. Hä? Wer ist denn das jetzt hier? Es ist Mitternacht. Warum hackst du hier rum? Bist du Renja? Nee, weiß nicht. Hi again. It's nice to see. What? Really? A tree door? Let's go see it. Auf mir ist dahin oder wir beamen uns immerhin dahin, oder wie? You're sure it was here? Well, they seem to have left no trace. And the door and the tree? I believe you. I've been hearing those drums for too long. Something mysterious is afoot. Whatever they're doing, it's clear they don't wish to be discovered. I think you should ask around in Nava. Maybe there's someone who knows more about these Blushwood night drummers. Okay. All this investigating has made me thirsty. I think it's quite time for a Lindawian brew. Let me know if you find out more. Come on by anytime. Ja. Achso, ich habe meine Angel ja auch mittlerweile, ne? Kann ich aber... um einen saftigen Fisch zu fangen. Aber... aber ich kann hier nicht einfach meine Angel auswerfen, oder? He's a coming for you. No ring, traveler? Hop to it. I'm counting on you to set things right in the sea. Hä? Ach, das ist ein Köder, oder wie? Ja. Oh, ich kann tatsächlich hier jetzt angeln. Aha, okay.
Da was angebissen? Wenn ja, dann ist der Fisch entkommen. Da was angebissen? Okay, ist denn die Angel jetzt... Okay, das Eis weg. Ich lasse es erstmal sein. Oh Gott, da muss man den blöden Fisch dann irgendwie fangen, oder wie? Ich denke, das wirkt auch schon wie so eine etwas anstrengende Aufgabe. Gut, also ich habe, glaube ich, sonst nichts gerade, was mir einfällt. Ich gehe mal zum Leuchtturm. Ein langer Weg, glaube ich, ne? Hm. Oh, ein Baumhaus. Ist das der... Das ist der große Baum? Der hat ein Baumhaus oben drauf? Das habe ich hier noch gar nicht gesehen. Da komme ich dann nur mit der Seilwinde hoch. Nehme ich mal an. Ich bin mal gespannt, ob die Tür überhaupt auf ist. Ob die jetzt wieder zu ist. Erstmal wieder zu Ingo muss. Drei Möglichkeiten. Es kommt zu, es ist auf und es ist wieder leer, oder es ist auf und der Typ ist da. Immerhin leuchtet es da drin schon mal wieder, glaube ich. Ja, schon das Gefühl, ne? Man kommt auch rein, okay. Oh, es kommt Musik immerhin. Oh, hier ist jetzt eine Feder wieder. Und. Oh, er ist da. Who are you? How did you get in? Ingo hat mich reingelassen. I assume the old man told you why I'm here? Why I've chosen to live in this tower of solitude? You understand? Then, you know what it is to be an outsider your entire life? You've experienced what it is to be known for a birth anomaly? You can't possibly understand. Look at my face. Das ist so dunkel. Children cry. Before I left, I was the subject of chronic nightmares for one child. The father showed her a new route to school so she could avoid passing me. Estranged from all others in this tower, I am an outsider.
Living in the town, I am an outsider all the same. At least here in my tower, I won't fuel the nightmares of children. I dedicated my life to becoming a great architect. For half a century, I labored at this. I built the city they live in. And how do the people of Lindau know me? I am the disfigured architect. Nee, der unsympathische Architekt einfach. Don't appreciate what I've done. Das Problem ist nicht dein komisches Gesicht, das Problem ist deine Einstellung. Your attitude. Really? What did it say of me? Of course it is. That's the most interesting thing about my life's work, isn't it? This conversation. It was almost... Oh, habe ich jetzt verpackt? Hätte ich jetzt sagen müssen, es ging um die Architekturen? Again. But now, I'm afraid it's late. Or early, I should say. I don't believe I invited you into my house. Perhaps it got lost in the subtlety. What I meant was, please, leave. Okay. Toll. So, what now? Da kann ich offensichtlich nicht groß was machen. Okay, Uhus könnte ich suchen, wenn ich welche höre. Ah, ich könnte noch mal gleich, wo ich hier bin, nach Altlünder gerne noch mal gucken, wie das da mit diesem Wasserfox war. Okay. Einmal nach Altlünder und dann macht es, glaube ich, vor allem Sinn, wieder zurück nach Nara. Nara? Wieso? Wer ist die Stadt? Ich glaube, Nara zu laufen. Also ich meine, in dem Haus war was darüber zu lesen. Dieses Buch hier. Jo. Ah, warte mal, die essen diese Eier. Jetzt, wo ich es sehe, ist mir heute wieder eingefallen. Okay. You don't look like you're from around here. Yes, extremely. Anything else? Anything else? Der Fische hier auch noch weiter ab? Nee. Da steht auch so geil in der Luft, ne?
Dieses Video guckt sich auch kein Mensch auf YouTube länger an, ey. Selbst wenn man sich für dieses Spiel interessiert und jemandem Let's Play dabei zugucken will, wenn man sicherlich keine ständig über irgendwelche alle möglichen Sachen rummeckert sehen. Also mit Eiern kann man diese Füchse anlocken. Die sind irgendwo, aber eher in so klippigen Regionen, hieß es, ne? Mal hier hochgehen. Hier war ich glaube ich noch nie hochgelaufen. Oh, ist sogar Licht. Oh, das ist wieder das, was man nicht sammeln darf, oder? Sammle ich mal nicht. These trails aren't gonna take care of themselves. These trails aren't gonna take care of themselves. Jetzt redest du nicht mehr mit mir über diese Fuchsgeschichte. Warum nicht? Ja. Sieht da auch immer so aus, als wäre hier irgendwie so ein Grafikfehler da, hier, was bei mir in der Mitte ist. War es nur ein Blatt vom Baum noch, oder wie? Oder das sieht aus wie ein... Ah. Da hätte ich mit Ingo nochmal sprechen sollen eben, verdammt. Ich frage mich halt, ob man mit den falschen Dialogen auch Sachen einfach so bringen kann, dass man sie einfach nicht lösen kann. I have some news for you. Leilani and I went out for a picnic date at the hot springs. We went at sunset and it was gorgeous. Right when the stars came out, I told her how I felt, and she felt the same way. Na sowas. Officially a couple now. Thank you so much for helping me out. It means the world to me. You're such a great friend, a champion of true love. Ich hatte null Inspiration mehr. Wieso das denn? Hä? Oder hat mich das Arbeiten das gekostet? Und deswegen konnte ich nicht mehr arbeiten. Aber wo er das wusste, war gar nicht klar, oder? Warte mal, ich glaube, ich sollte lieber andersrum laufen. Dann bin ich, glaube ich, eher bei der richtigen Tür. I do love working here in the university, even though my senior professor Esma can be a bit eccentric. Ja, okay, erzähl mir doch, was aus der Sache raus geworden ist. I've run some tests. Okay. Unfortunately, my findings are inconclusive. The solution seems to be mixed with so many things I can't get a clear reading of its composition.
I've been thinking. Melik claims the life-giving ingredient in his potions is water from the local hot springs. I know it's a big ask, but I'm wondering if you're interested in collecting water samples from each of the 5 hot springs of Eastshade. 5? Then we can really answer this question once and for all. No more tricks, no more overpriced traps. What do you say? Ja. Fantastic! Take these empty vials. The collection should be fairly straightforward. Finding the 5 hot springs will be the hard part. They're in all corners of the island, and some are rather tucked away. Ja, toll. You should ask Leela. She's our head librarian. She knows an awful lot about a lot of things. Achso, aber den Papierschein kriege ich auch noch nicht, ne? Like I said. Ja, ich muss jetzt... Der Deal war aber nicht, eigentlich nicht. Fünf Quellen, ey, ja. Okay. Ich kann da durchs Geländer glitschen. Ah, wo bist du denn jetzt? Ah. Hi there! You know, it's so strange. Somebody came in just this morning and donated a book. She said to point people to it if anyone asked about night drumming, which made very little sense to me, considering this book appears to be unrelated to that. Not that I'm entirely sure what night drumming is. It was a little peculiar. Just about every sentence she said was a rhyme. Not sure if she meant to do that or if she was just doing it by accident. An interesting woman. I quite liked her. And then here you are asking about that very topic. So, are you a night drummer? Am I saying that right? Is this some new thing people are doing? Oh, I'm always so behind the times. Sounds curious indeed. Anyway, the book is called The First Folk and it's on shelf C. Ich habe mir schon gedacht, dass man irgendwann mal diese Bücherregale hier durchgehen muss. C. Das erste Volk. Da wenig ist über die ersten Bewohner von Eastshade bekannt. Überreste belegen, dass auf der Insel vor mindestens 600 Jahren schon Aktivität gab. Die Ruinen der Tiffmoor-Klippen müssen noch genauer studiert werden, aber man glaubt, dass sie Jahrhunderte nach der ursprünglichen Besiedlung der Insel errichtet wurden. Während der Besiedlung von Lindo wurden etliche Relikte und Schnitzereien entdeckt, jedoch gingen sie kurz darauf beim katastrophalen Erdrutsch verloren. Zuvor war man überzeugt, dass die ersten Familien sich vor 200 Jahren auf Eastshade niederließen. Wir haben noch viel über die wahren Ureinwohner Eastshade zu lernen. Ein Zettel fällt aus dem Buch. Liebste Reisende, große Entdeckerin, wie du uns erschreckt hast, als du zu uns kamst. Meine Familie und ich hatten große Angst. Es muss ein Schock gewesen sein, uns wegrennen zu sehen. Ich hoffe, du nimmst es uns nicht übel, denn ich finde unsere Begegnung fein. Ja, hier reimt sich ja nichts mehr jetzt im Deutschen. Wenn du glaubst, du kannst uns vergeben, will ich dir etwas zeigen, das solltest du erleben. Also ein bisschen schon, immerhin. Zeigen auf fein vielleicht, vergeben, erleben. Finde mich bei Mutwillos Spiegel, dass wir unsere Freundschaft besiegeln. Nach Mitternacht bei Mutwillos Spiegel. Okay. Kann man doch mal
Stay informed. Come pick up the latest news here. Das ist jetzt nochmal das gleiche Buch quasi. Ich meine, gut, das hat auch nichts gekostet. Nee. Traumtees in Nava sagen gute Nacht. Sie jemals einen so entspannten Tee getrunken, dass er dich in eine andere Welt entführt hat. Jemals ein Nickerchen auf den klaren Seen der Untergrundzisterne gehalten. Das geht nicht mehr. Ein mysteriöses Gift hat die Teepflanzen, die dort einst wuchsen, befallen und hingerafft. Die Mitglieder des Clubs, die Wurzeln, haben sich geweigert, mit mir zu sprechen, aber Gerüchte gibt es genug. Einige vermuten, die Krankheit wurde von Reisenden von außerhalb Eastshades mitgebracht, während andere davon überzeugt sind, dass ein Mitglied der Shades die Pflanzen absichtlich vergiftet hat. Vielleicht werden wir die Wahrheit niemals erfahren. Den Verlust jedoch werden wir schmerzhaft spüren. Es ist sicherlich ein schmaler Trost für diejenigen unter uns, die ohne eine entspannte Tasse von Tee nicht leben können. Aber laut den Chess wird die Göttin Team dieses Jahr ganz gewiss auf uns herablächeln. Okay. I can still taste that grape filling. I'm never gonna forget the look on his face when he ate that grape-filled pastry. Hier war ich noch gar nicht. Well, looky-doo-da, we've got a fresh face. I haven't seen you in the city before, and I like to think I know just about everyone around here. Allow me to introduce myself. I'm Osha. Some people around here call me the one glowstone guy because I'll buy anything for one glowstone. Any item under the sun and moon. Okay. Ich habe unheimlich viele Wurzeln. Aber reicht erstmal. So, was sonst noch? Just one. The way I see it, I already got just about everything I need in life. So nothing's worth more than one glowstone to me. Die Frage ist, warum ist sie überhaupt einen wert? More than a glowstone to me. One special thing. And that thing is mountain wart. I'll give you 2 for that. It's pretty. Adds a nice burst of color to my pile here. Did I mention some people call me one glowstone guy? Well, I've got 2 nicknames around here. The other thing people call me is 500 glowstone guy. I only ever have one item for sale at a time, and I only sell anything for one price. Guess how much? 500. 500 glowstones. Sealant. Oh! See, I like to buy things and hold on to them. At any given time, there's always one thing that everyone needs and nobody has. And I just make sure I happen to have it. Right now, that thing is sealant. The woodworkers need it for weatherproofing, the engineers need it for pipe making, and the fisherfolk need it for boat building. Apparently, the shipment that was coming ran a reef, which is just the kind of news I like to hear. Du bist doch ein ganz schöner Kapitalist, hä? Oh, were you now? That was your ship, huh? Well, I'm very glad you made it, and I'm very glad the cargo didn't. Would you like to buy some sealant? It'll be 500 glowstones. There's only one thing I want that I can't seem to get, but I'm not sure you can help. I want to get into that fancy club.
The Roots. They're such exclusive little buggers. I need the password to get in. No idea who to talk to about that. Give me that password, and I'll give you the sealant. Okay. Warte mal. Would you like to buy some sealant? It'll be 500 glowstones. There's only one thing. Ja, ich weiß ja. Okay. Interessant. Da bekommen wir die Dichtmasse her. Weil die, nochmal sicherheitshalber, die brauche ich doch. Ah, scheiße. Ja, die brauche ich für das Floß. Well, hello there. Such a great day, isn't it? I just love days like this. Last night, I saw 2 shooting stars, and right then, I knew today was going to be a fine one. Ah, you're an artist? Oh, you must be very skilled. I can barely draw a straight line in the mud. If you're feeling especially energetic, we could always use a hand in the fields. Yeah. A lot of work down on the pea terraces. It can be draining, but I like to read in my free time. A nice book of poetry always boosts my spirits. What? Are you serious? Okay, well, I bought some, but I definitely didn't eat them. I'd never make that kind of mistake. I just don't have them anymore. Threw them away. I need to go now. Uh-oh. Ah, the secretive underground tea drinking society. I've had a few cups of dream tea in my day, but things have changed since then. Now it's all locked doors and passwords. Okay, Wurzeln ist der Club der Wurzeln. Ach, hier war das, okay. Und jetzt... Okay, ich habe 2 Energiedinger. Wenn ich jetzt für dich arbeite... Howdy! Fantastic. I'll show you what needs to be done. It's not too complicated. Ach, da unten rechts sieht man das auch. Man verliert eine komplette Inspiration. Okay, das ist natürlich doof. Ah, Mann, so viel zu meinem unendlichen Gelddings. Schade. Ja, toll, jetzt kann ich nochmal wieder alle fragen nach dieser Teegeschichte. Oh, warte mal, hier war ich noch gar nicht drin. Welcome to the inn below the tarnished teapot. Correct. That is the name. We once had another name, but everyone just called us that inn below the tarnished teapot. I don't really blame them. This place is a bit of a dump. The manager has really let it go. Me. Schon gedacht. It's cold and damp. Tiny windows. Smells a little stale. At least the front door's nice and big. That's a plus, I suppose. Sounds hard. I used to live on the mainland years ago. Working as a bricklayer was terrible. Hated every minute. Then my grandma died, bless her soul, and left me a son.
quit my job that day and got the first ship here. For no reason in particular. Just wanted to leave. Bought this dumpy floor for dirt cheap. Didn't really know what I was doing. Now this city's a boom town, and I'm living off the reverse mortgage. Just goes to show, act impulsively, and sometimes you get rich. That's what I've learned anyway. Oh, and have some inheritance. It's kind of like a club. People go under the city to drink dream teas, relax, unwind. It used to be open for everyone, but it's pretty locked down now. Some folks have been trying to destroy or steal their tea plants, so they had to get real protective. There was a dream party out on the Salt Spring Coast a few nights ago. Who knows? Maybe you can make the right connections and get a chance to try some. Oh, das ist das Gebäude aus Evening Lindow, wo da, glaube ich, da oben war so ein Murmelkram. Wo... Ist das noch da? Ja, ja, das hier. Warte. Irgendwie klappt das mit dem Controller nicht so richtig. Ach, das ist auch nicht vernünftig auf den Controller angepasst hier wieder. Am Computer mit der Maus kann man das richtig schön hier so kreiseln lassen und alles. Naja, das ist hier dieser Meeresbiologen-Club, wo die man in Leave in Lindow gespielt hat, zugehörte. Ich habe voll vergessen, was ich jetzt eigentlich überhaupt machen wollte. Ach so, Leuten nach dem Passwort fragen. I'm never gonna forget. Ihr sagt, his face. Ja. Taste that great filling. Repulsive. What can I brew you up? You have a good day now. Hi again. Have you tried talking to Leela?
She's the head librarian at the university. She knows just about everything. Helped me find an obscure text on ancient woodworking techniques. Maybe she knows something about these drummers. Ja, ich bin ja schon so. Das habe ich ja alles schon. Did you pick up a paper? It's free. We're supported by... Would you like to donate a glowstone to the Shadian Post so we can keep the paper free without ads and unmotivated by pop news and tabloid journalism? Ja, meinetwegen einen kann ich mal abgeben. Contribution. What? Good day. Und noch mal nicht so richtig weiß, wer was zu was über was sagen kann. Sie kann, ne, wieso kann die Pulloververkäuferin was zur Wurzeln sagen und der andere wieder nicht? Achso, warte mal, hier, oh. Sie ist die vierte. Any zucchinis. I grow my own at home. Poor Tam. He tries, but things just don't seem to work out for him. Ach, schade, sie ist doch nicht. A group of degenerates. They lay in pools of water, drinking hallucinogenic teas and raving about their otherworldly experiences. They'll try to trick you into believing it only alters your dreams, but don't believe them. Their goal is to consume all the tea that rightfully belongs to the goddess Tiem, and the authorities are utterly useless in the matter. If you want to support and aid the sanctity of the tea, you should seek out the Shez as soon as possible. The Shez are the religious group that actually uses the teas out of respect for our goddess Tiem. They have a temple on the Tifmore Bluffs. If you know anything about the Roots cult, you should tell them. Er hängt hier immer noch rum. Mir fehlt die vierte Person auch einfach noch, ne? So, we've got a whole bunch of commissions just waiting around. We keep them all in a ledger at the back. Take a look and see if you're up for any of them. When you finish a commission, just bring it back to me. I'll ensure you get paid and that the client gets the artwork. We're glad to have you join the gallery. Okay, so kann man auch nicht Geld verdienen. Einfaches Hühnchen. Meine Tochter denkt, dass Hühnchen eine kitschige Dekoration sind, aber weißt du was? Ich mag Hühnchen. Hühnchen sind einfach niedlich. Ich hätte gerne ein detailliertes Bild von einem. Dann mache ich das mal. Hühnchen sind ja hier direkt zu sehen. Wo waren sie? Hier ist doch eins zum Beispiel. Nee, warte mal, was? Wie? Was ist denn das Bild? Achso, ach, das sind die Aufträge jetzt, okay. So, das habe ich schon mal. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Okay. Some people, so tacky. Okay, es sind immer neue Sachen.
Wassermühle, wenn ich jeden Tag in meinem Wohnzimmer eine Wassermühle, wie man sie im Süden von Nava antrifft, sehen könnte, würde ich niemals mehr traurig sein. Die weiß ich, wo die ist. Ein Porträt der Verzweiflung. Ich brauche ein Bild von jemandem, der wirklich traurig ist. Die Haltung dieser Person sollte die tiefste Melancholie verbreiten, die auch die hartherzigsten unter uns zu rühren vermag. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Der auf dem Leuchtturm ist der... Ein einsamer Turm. Bitte male mir einen verlassenen Turm. Ganz einsam soll er dastehen, am besten mit nichts als dem Himmel im Hintergrund. Keine Stadtsilhouette, bitte. Was kann ich machen? Ein Lehmhaus auf dem Land. Diese kleinen Lehmhäuschen sind bezaubernd. Ich will ein Bild von einem niedlichen Lehmhaus, ganz alleine mitten in der Landschaft. Das kann ich auch machen. Wer ist denn wirklich traurig? Bin ich mir gerade unsicher. Das lasse ich erstmal über. Wenn ich jetzt wieder reingucke, gibt es da neue Sachen? Nee, nicht direkt. Was ist denn ein Heißluftballon? Ja, ne? Oder was ist das da hinten? So, ich würde ja auch immer noch gerne, ich brauche immer noch das Passwort und ich würde gerne noch rausfinden, wer der 4. Zucchini-Mensch hier ist. Hey, so you know that hot spring I told you about? Evelina and I went out there for a picnic. It was nice. And she asked me to be her girlfriend. So now we're together. It's so weird, but I feel like you had something to do with it. Anyway, thanks for whatever you did. Let me know if you need any weird-tasting ground-up plants. I already used it in a ritual, so you can't buy it back. Achso, nee, du wusste ich... Ach. They're a group of people who like drinking this special tea because it makes you have better dreams. They hang out in the cistern under the city, but sometimes they have meetings on the Salt Spring Coast beach. My brother loves drinking the tea, but it's so boring. I mean, it just makes you dream. You're asleep the whole time. I think they're kind of like the Roots. They love dream teas too, but they believe only their gods should be able to drink them. Let me know if you need any weird-tasting ground-up plants. Ah, you returned. You will certainly live a long time if you keep... Is that right? Well, I'll say that's pretty strange. I wondered if those folks would be interested in my elixir. Mir fehlt die letzte Person. What? Oh my god, I can't believe this happened. Have you gotten any of the tubers back? You're such a great I friend. don't mean to rush you, but this is urgent. Weißt du was darüber? It's kind of like a club. People go under the city to drink dream teas, relax, unwind. It used to be open for everyone, but it's pretty locked down now. Some folks have been trying to destroy or steal their tea plants.
so they had to get real protective. There was a dream party out on the Salt Spring Coast a few nights ago. Who knows? Ich glaube, das habe ich schon gehört, oder? Ich glaube, ich werde jetzt hier erstmal für diese Session Schluss machen. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.